klare 1 gegen 1 Situation. Da haben schon einige gesagt, die muss er eigentlich festhalten. Ich glaube, der Trainer hat den Ball schon drin gesehen. Servus Bayern-Fans, hier ist der Manuel. Ich ranke jetzt meine Top 10 Paraden der Champions League. Das war das Spiel gegen Union. Spielstand war 0-0. Es war ein Kopfball, der fast wie ein Elfmeter gewesen ist jetzt, sage ich mal. Ja, ich habe einen guten Ablauf gehabt und würde das jetzt einfach trotzdem mal auf eine 7 ranken. Ich weiß also, das ist kanadischer Nationalspieler und Fonsi im Team und ich glaube, er konnte es selber, glaube ich, gar nicht fassen, dass er dann so frei vor mir vorm Tor stand und dementsprechend habe ich ihn ein bisschen aufgemuntert dann danach und habe ihm nochmal einen Klaps gegeben. Okay, Freistoß gegen Andrea Pirlo, wie man sieht, war auch eine wichtige Phase für uns. Ich glaube einfach, dass er schon viele Tore auch erzielt hat und war ein sehr strammer Schuss gewesen, aber aufs Torwart-Eck. Deshalb würde ich dafür eher eine 8 einfach geben. Aber ich glaube, der Trainer hat den Ball schon drin gesehen. Okay, Spiel auswärts im Old Trafford gegen Man U. Ja, es ist eine klare 1 gegen 1 Situation und ich bleibe lange halt stehen und drücke mich so ein bisschen über mein Knie ab nach oben, weil der Stürmer den Ball chippen wollte über meinen Kopf. Und oft ist es so, dass die Torhüter ja auch runtergehen und da bin ich cool geblieben und ja, bin dann auf den Beinen geblieben und habe dann die Situation erkannt, was passiert und ich würde dafür eine 6 geben. Ja, ist auch ein wichtiges Spiel gewesen in der K.O.-Phase gegen Leverkusen, gerade in der Saison. Glaube ich, war es auch entscheidend, dass wir im Hinspiel zu Hause gewinnen. In Leverkusen haben wir auch gewonnen, aber ich glaube auch eine nicht so einfache Situation jetzt für Frimpong. Und für mich war es so, dass ich auch so relativ gut Druck machen konnte, nah an ihn rantreten konnte und die 1 gegen 1 für mich entscheiden konnte. Ja, aufgrund der Wichtigkeit würde ich sagen, dass es eine 5 ist. Das war das Auswärtsspiel bei Arsenal gewesen und das war in der Gruppenphase und ich glaube, man hat schon gesehen den Winger auf der rechten Seite, dass er schon zum Jubeln ansetzt und da hat schon jeder gedacht, dass der Ball drin gewesen ist und ich glaube einfach, dass ich da einen Top-Ablauf hatte, Top-Reaktionen hatte und da würde ich sogar sagen, dass das auf die 1 gehört. Ganz wichtiges Spiel für uns, ein Jahr nach dem Finale der Home dann gegen Dortmund zu spielen im Finale in Wembley und den Ausgang kennen wir alle und ich glaube die erste Halbzeit, da standen wir sehr unter Druck und da war es schon wichtig mit den Paraden zu glänzen und mit einem guten Sechser, mit Javi Martinez. Ich glaube einfach, dass Kuba schon gedacht hat, dass der Ball drin ist, weil er trifft ihn eigentlich ganz ordentlich, den Ball und ich glaube die Entfernung, wie man sieht, ist jetzt nicht so groß, es sind vielleicht 5 Meter, weil ich jetzt noch mal einen Meter oder einen halben Meter vor der Linie stehe, er ist am 5er und dann schaue ich auch noch mal, okay, was ist wie gelaufen, wie konnten wir vielleicht die Flanke verhindern oder wie haben unsere Innenverteidiger da reagiert und ich meine, wir pushen uns dann auch gegenseitig danach immer, dass man sich vielleicht auch mal abklatscht oder gegenseitig dann motiviert für die nächsten Situationen und da sieht man ja auch, dass Philipp so in meine Richtung schaut. Der war jetzt auch not amused, wie der Blick jetzt so ist, aber grundsätzlich waren wir alle happy, dass der nicht drin war. Ja, ich glaube, einige Dortmunder, wenn man jetzt sieht, auch die Flanke von Reus oder Kuba jetzt im Zentrum, die haben beide gedacht, dass der Ball schon drin ist und das ist immer ein gutes Zeichen. Da würde ich sagen, dass es eine 3 ist. Das Champions League Finale in Lissabon mit einer Doppelaktion dann gegen Neymar jeweils. Ich glaube, 2 wichtige Aktionen. Einmal der erste Save und dann auch der Querpass, der dann zu Di Maria gehen würde, dass ich den mit dem Fuß dann noch weghole. Das war auch schon sehr wichtig und ich glaube auch, dass es halt wichtig war, dass man da nie abschaltet, dass man immer weitermacht, egal wo der Ball auch hingeht und das hat dann vom Ablauf her super gepasst. Da würde ich eher sagen, dass es auch auf die 2 geht.
aus dieser Saison. Gruppenphase ist es ja nicht mehr aus der Liga. Dann die 1-gegen-1-Situation, da bin ich cool geblieben, bin eigentlich davor stehen geblieben und habe noch darauf reagiert mit der rechten Hand. Da war jetzt wichtig, dass ich nicht jetzt mich von Anfang an jetzt irgendwie blank mache, sondern weil der Ball auch so leicht gechippt gewesen ist, dass der so im Prinzip über den rechten Fuß geht, war es wichtig, dass ich dann mit der Hand noch mitgehe, darauf reagiere, wo der Ball hingeht und dann einfach den Arm ausfahre, sodass ich den Ball dann noch halte. Da würde ich sagen, dass es eine 9 ist. Ja, der war jetzt nicht ganz so leicht, der Ball, auch wenn das jetzt gar nicht so rüberkommt. Der war noch leicht abgefälscht sogar von Lukas. Und da würde ich sagen, dass es eine 4 ist, weil im Prinzip geht der Ball fast auf meine linke Seite und durch den Touch von Lucas Hernandez geht er dann eigentlich oben rechts hin und deshalb, durch das leichte Berühren jetzt auch von mir, geht er dann übers Tor und das war ein guter Save. Okay, da ist eine klare 10 für mich, weil in der Situation haben schon einige gesagt, ich muss eigentlich festhalten. Nee, Quatsch. Ne? Natürlich hat er jetzt einen relativ schmalen Kanal, aber wer Cristiano kennt, weiß, dass er schon einen relativ strammen Schuss hat. Und ich habe aber einfach auch mein Handgelenk straff gemacht und meinen ganzen Arm, sodass der Arm jetzt nicht zurückschlägt, so wie man das oft auch bei Torhütern kennt. Und ich glaube, dass einige dann selber auch so ein bisschen überrascht gewesen sind, dass der Ball dann irgendwie nicht Richtung Tor geht danach, sondern dass er dann nach vorne rausgeht. Im Grunde genommen bin ich zufrieden. Vielleicht würde ich das eine oder andere noch mal tauschen. Jetzt die 10 gehört nicht immer auf die 10, ne? Das ist klar. Und dennoch habe ich schon mit dem einen oder anderen auch gerechnet. Aber grundsätzlich ist es okay, aber ich würde die 10 dann vielleicht noch mal tauschen. Wenn ihr Lust habt, schreibt gerne noch in die Kommentare, welche Parade ihr am coolsten fandet. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge.